Boah, ist mir langweilig. Dir auch? Achso. Herzlich willkommen in der Guitarria 50. Wow. Bist du eigentlich fit für den Sommer? Denn der kommt immer näher und die Lagerfeuer auch. Deswegen werde ich meinen Kollegen George jetzt zu einem Lagerfeuerduell herausfordern. Die Herausforderung des Duells soll darin bestehen, das abgedroschenste und langweiligste Schlagmuster aller Zeiten, down, down, up, up, down, up, durch geile Ideen aufzupimpen. George weiß übrigens noch nichts von unserem Duell. Tag und Nacht sitzt er in der Dunkelheit des Bunkers und schraubt an den Videos für unsere 6 Bücher, welche gerade Stück für Stück auf Patreon veröffentlicht werden. Wenn du Lust und Zeit hast, dann komm doch mal vorbei. Apropos komm, genug gequatscht. Komm mit mir ins Labor und lass uns George zum Duell herausfordern. Na George, immer noch dabei? Mach doch mal eine Pause. Sag mal, was hältst du von einem Lagerfeuerduell? Was? Lagerfeuerduell? Ja, pimp up your strumming. Ach du Scheiße, mit der Idee hast du mich doch im letzten Jahr schon mal genervt. Stimmt, aber da hattest du keine Zeit. Alter, ich hab jetzt auch keine Zeit. Natürlich nicht, aber die nimmst du dir jetzt. Oder willst du die Leute da draußen mit ihrem stinklangweiligen Standard-Lagerfeuer-Strumming alleine lassen? Ne? Aber selbstverständlich nicht. Was muss ich tun? Pass auf! Als erstes zaubere ich ein cooles Lagerfeuer auf den Hauptmonitor. Ha! Dann starte ich unsere saugeile Tageslichtsimulation. Und dann noch 2 Gitarren. Das war's. Na, welche willst du? Ach, gib mir die grüne. Okay. Los geht's. Okay, was machen wir jetzt? Das Schlagmuster, um das es heute geht, das kennst du garantiert auch. Wir wollen dir nämlich Upgrades, Ideen zeigen für dieses Schlagmuster, was du wahrscheinlich schon 30.000 Mal gespielt hast. Wahrscheinlich sogar noch häufiger. Viele lieben es, aber viele hassen es auch deswegen. Und zwar ist es das hier. 1, 2 und 4 und 1, 2 und down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Und da kannst du ganz viel mitmachen, vor allem mit der richtigen Akkordformel. Kennst du den 4-Chord-Song in G-Dur? Nimm Zettel und Stift, schreib das mit oder komm zu Patreon. Da gibt es nämlich Pop-Rock-Editions in 2 Tonarten, nämlich C-Dur, A-Moll, G-Dur, E-Moll. Da stehen diese ganzen Akkordverbindungen drauf, die wir schon seit über 400 Jahren jeden Tag hören. Okay? G-Dur, E, E-Moll und C. Okay, wie zum Beispiel hier. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Die Mutter von Niki Lauda heißt übrigens Elisabeth oder hieß, sie ist tot. Ne? Oder hier. Let it be, let it be, let it be, let it be, be. Also lass es sein, dieses Schlagmuster immer nur so zu spielen, wie du es bisher gewohnt bist. Deswegen gibt es jetzt 5 Ideen. Idee Nummer 1 ist der Sultans of Swing Style. Kennst du Dire Straits, Sultans of Swing? Pass auf, hier. Geht gar nicht um den Song, aber die Akkordfolge, wir machen es mal einfacher ohne Barré. Hier unten in A-Moll. A-Moll, das ist nämlich der Spanier oder auch die andalusische Kadenz genannt. A-Moll, G-Dur, F-Dur und E-Dur. Alfombra Española. Das Geheimnis des spanischen Teppichs. Okay, so, und was bei dem Song Sultans of Swing so besonders ist, beziehungsweise bei dem Strumming, ist ein sogenannter Sweep. Sweep kommt aus dem Englischen, heißt fegen. Sweep, to sweep, swap, step, unregelmäßiges Verb. Ne, guck mal hier, ich mache das einfach mal ohne Akkord. Ich scratch mal. Ne? Zum Scratchen, also für Rhythmusgitarre, mach mal Folgendes. Leg einfach nur deine Hand ein bisschen locker über die Seite, dass nur ein Geräusch kommt. Da hörst du das nämlich besser. Okay? Gut, pass auf hier. Hörst du das? Da kommt nämlich von der 1 und auf die 2 ein Sweep. Also du lässt die Hand einfach nur fallen und macht. Ne? Wenn man es ausnotieren würde bei einem Akkord über 6 Seiten, hättest du eine 32. Quintole. Du willst nicht wissen, wie das aussieht, aber guck mal hier.
So, und bei Sultans of Swing passiert Folgendes. Es ist jetzt nicht nur dieses Muster. Also A-Moll wird einen ganzen Takt gespielt. So, und dann kommt G-Dur und F-Dur hintereinander mit einem Galopprhythmus. Wir nennen es hier Bonanza. Okay, bei halbtaktigen Wechsel Galopprhythmus. Ne? Also hier Galopp, Galopp. Das ist Fangwerk Nummer 1. E, F, E. Achso, was du machen kannst, ist, weil es ist ja eigentlich von der 1 und aus, da machst du ja jetzt einen Abschlag hier. Du kannst aber auch von unten anschlagen, wenn du mal genau hinhörst bei Sultans of Swing. Da wird nämlich auf der 1 nur die Bassseite angeschlagen. Wenn du jetzt aber gewohnt bist, das Schlagmuster so zu spielen, dann ist bei der 1 und die Hand unten. Ne? Dann kannst du den Sweep aber auch von der 1 und nach oben machen. Also so. Das klingt sogar noch ein bisschen rasiger. Großartig. Da wäre ich jetzt sofort auch nicht drauf gekommen. Diesen Sweep kennst du wahrscheinlich auch schon von anderen Songs, wie zum Beispiel genau, House of the Rising Sun. Oder auch von genau, After Dark von Tito und Tarantula. Ja, House of the Rising Sun ist natürlich auch ein geiler Song. Und After Dark. Okay, George, du bist dran.